So, das letzte Video kam wirklich gut bei euch an, hat mich sehr gefreut und es geht direkt weiter mit einem Thema, was mit dem letzten Video zu tun hat. Und zwar haben wir ja bei dem letzten Video gesehen, wenn man Social Media oder allgemein das Handy, PC, Konsole, also alles, was eben Zeit auffrisst, zur Seite legt, merkt man ja, wie viel Freizeit eigentlich einem übrig bleibt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man diese Zeit viel besser nutzen? Die Frage habe ich auch an euch gestellt auf Instagram, es kamen viele Antworten und die habe ich alle zusammengetragen und heute werde ich euch quasi 8 Tipps vorstellen, wie man die Zeit eben gut nutzen kann. Und wir fangen direkt an. So, und wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an, und zwar Bildung. Und das ist ein wirklich sehr großer Begriff, deswegen habe ich den unterteilt in 3 kleineren Punkten. Und der erste davon ist die schulische Bildung. Man kann quasi seine Zeit damit verbringen, sich für die Schule, Uni, Ausbildung, wie auch immer vorzubereiten. Das heißt quasi, ja, Hausaufgaben machen, sich für die Tests vorbereiten, Prüfungen vorbereiten, Notizen machen und so weiter. Zum anderen aber kann man auch Eigenrecherche betreiben. Beispielsweise in der Schule, da hat man so viele Fächer und da gibt es bestimmt einfach, was einen besonders interessiert. Nehmen wir als Beispiel Geschichte. Man könnte also sagen, ey, die Geschichte von diesem Land gefällt mir sehr, dass man Eigenrecherche betreibt und schaut, was finde ich eigentlich im Internet zu diesem Thema oder welche Bücher finde ich zu diesem Thema. Aber auch später in der Uni. Man studiert vielleicht einen Studiengang, was einem sehr gefällt, möchte aber vielleicht wissen, okay, wie sieht es eigentlich in den anderen Unis, in den anderen Ländern aus? Welche Stoffe werden dort beigebracht? Dass man also auch in der Hinsicht Eigenrecherche betreibt und eben sein Wissen versucht zu vermehren. So, und wir machen weiter mit dem zweiten Unterpunkt, und zwar Allgemeinbildung. Ein Punkt interessiert jetzt vielleicht nicht besonders viele, aber es ist trotzdem wichtig, die zu behandeln. Und zwar gehören da Themen wie Politik und Wirtschaft. Auch wenn man diese Themen beispielsweise nicht mögt oder einfach nicht darüber reden möchte, ist es wichtig, sich dort auszukennen. Denn wir leben einfach in einem System, wo uns fast jeden Tag, in jeder Situation politische Entscheidungen begegnen, oder in den Nachrichten hören wir so viel. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, was läuft gerade eigentlich in den Nachrichten ab, was läuft eigentlich gerade in der Politik ab, damit man auch seine eigene Meinung dazu bilden kann oder dass man einfach sich mit anderen Leuten darüber unterhalten kann. So, und wir machen weiter mit dem dritten Unterpunkt, und zwar wurde der auch häufig vorgeschlagen: Wissen über die Religion aneignen. Als Muslim kann ich da jetzt nur über den Islam sprechen, aber dieser Punkt gilt nicht nur für Muslime, sondern auch für Nicht-Muslime, denn heutzutage hört man leider viele negative Nachrichten über den Islam und man könnte sich vielleicht anschauen, ob das eigentlich alles stimmt. Dass man vielleicht schaut, ey, was steht da wirklich im Koran? Dass man also schaut, okay, stimmt all das oder sind es nur Vorurteile? Dieser Punkt gilt natürlich nicht nur für Nicht-Muslime, sondern auch für Muslime, denn man könnte sich die Zeit nehmen und schauen, wie hat eigentlich unser Prophet gelebt? Wie haben die Menschen damals gelebt? Was sagt eigentlich der Koran aus? Dass man in der Hinsicht Wissen aneignet, natürlich aber nicht damit sich zufrieden gibt, sondern das ganze Wissen auch versucht in die Tat umzusetzen, weil es der einem nichts bringt, wenn man Wissen hat, aber diesen nicht irgendwie, ja, umsetzt. Dass man also versucht, aus den gelernten Sachen eine Lehre zu ziehen, indem man beispielsweise seinen Charakter versucht zu verbessern oder mehr Gottesdienste ausübt und. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. So, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Punkt, und das wurde auch wirklich sehr häufig vorgeschlagen, und zwar Bücher lesen. Das ist auch so ein sehr breit gefächertes Thema, und ich sag mal so, es gibt da so viele Arten, so viele Themen, die da behandelt werden. Seien es irgendwie Gedichtsbücher, Romane oder einfach wissenschaftliche Bücher, wie bei dem ersten Punkt genannt, oder auch einfach Biografien zu erfolgreichen Personen. Da gibt es wirklich so viele verschiedene Bücher, da gibt es für jeden etwas, und man kann ja auch klein anfangen, indem man vielleicht sagt, ey, ich lese mir vielleicht so kleine Zeitungsartikel oder einfach kleinere Bücher, und mit der Zeit kann man sich ja da versuchen, quasi sich weiterzuentwickeln, sage ich mal. Also man kann die Zeit wirklich auch damit verbringen, Bücher zu lesen, und da gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Okay, der dritte Punkt wurde auch wirklich häufig vorgeschlagen, und zwar Hobbys aneignen. Ich sag mal so, das ist auch ein sehr breit gefächertes Thema, und da gibt es auch so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Das meiste, was vorgeschlagen wurde, war Sport treiben. Also man könnte zum einen versuchen, vielleicht eine Sportart zu finden, was einem passt, oder auch einfach Homeworkout machen, einfach joggen gehen, versuchen auf seine Ernährung zu achten, um einfach seinen Körper fit zu halten. Also da gibt es auch wirklich so viele Möglichkeiten. Was auch häufig vorgeschlagen wurde, waren einfach so Zeichnen, Malen oder sogar Gedichte schreiben. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, da kann bestimmt jeder auch etwas für sich selber finden.
Okay, der vierte Punkt ist neues Lernen. Ich sag mal so, es wurden da Sachen vorgeschlagen, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Zum Beispiel etwas alltägliches Lernen, wie Kochen oder etwas Handwerkliches zu machen. Damit habe ich wie gesagt gar nicht gerechnet, aber macht Sinn. Man könnte einfach mal schauen, ey, was kann ich lernen? Vor allem jetzt wegen Corona ist man zu Hause, dass man sich da versucht, die Zeit zu nutzen, was Neues zu lernen. Oder einfach eine neue Sprache zu lernen, wurde auch vorgeschlagen. Oder ein Softwareprogramm für die Uni, Ausbildung oder einfach für sich selber, dass man versucht, sich quasi, ja, mit neuen Sachen weiterzuentwickeln. So, der fünfte Punkt, der hatte mir auch sehr gefallen, als ich den gelesen hatte. Also damit hatte ich wirklich gar nicht gerechnet. Und zwar die Umgebung umzugestalten. Ich habe auch die Person gefragt, was damit gemeint ist. Und ich sag mal so, dass man die Zeit dafür nutzt, einfach sein Arbeitszimmer oder allgemein sein Zimmer, sein Zuhause aufräumen. Nicht nur aufräumen im Sinne von, alles ist dreckig, ich räume alles auf, das auch natürlich, sondern dass man auch sagt, ey, ich wollte schon seit längerem mein Zimmer ändern, die Möbel vielleicht verschieben oder dass man Kleinigkeiten kauft wie eine Pflanze, Deko-Sachen, einfach um sich wohler zu fühlen bei sich zu Hause. Vor allem wegen Corona, wie gesagt, sind wir ja auch viel mehr zu Hause, dass man sich einfach wohlfühlt und vielleicht sogar, wenn da Sachen kaputt sind, die man schon seit längerem reparieren wollte, dass man die dann auch repariert. Also wie auch mit dem Punkt mit neues Lernen, handwerklich quasi sich ja betätigt, sage ich mal. Okay, kommen wir jetzt zu einem Punkt, was ich sehr häufig mache. Es ist wichtig eigentlich zu wissen, was man eigentlich immer vorhat. Dass man sagt, ey, ich möchte nach einem Jahr, nach 2 Jahren in diesen Bereichen das und das erreichen. Dass man quasi sich die Zeit nimmt und schaut, okay, was möchte ich eigentlich alles erreichen? Man kann da verschiedene Themen auch sich auswählen, wie Familie, Uni, Arbeit, Schule, wie auch immer. Dass man sagt, okay, in diesem Bereich möchte ich nach einem Jahr das und das alles erreicht haben. Und nachdem man sich eben solche Ziele festgelegt hat, dass man dann einen Plan erstellt und schaut, wie kann ich diese Ziele erreichen. Ich möchte euch mal kurz erklären, wie ich das immer mache oder versuche immer zu machen. Und zwar versuche ich immer die nächsten Tage oder Wochen zu planen. Man kann also eigentlich groß anfangen, indem man sagt, okay, dieses Jahr möchte ich eigentlich das und das alles erreichen. Damit aber all dieses Vorgenommene nicht wie bei den Jahresvorsätzen nach 1-2 Wochen wieder verschwindet, sollte man vielleicht das aufteilen. Und zwar, dass man sagt, okay, ich möchte, nehmen wir als Beispiel, mehr Bücher lesen. Dass man sagt, in diesem Jahr möchte ich beispielsweise 12 Bücher lesen. Dass man dann sagt, das teile ich jetzt auf. Und zwar jeden Monat ein Buch. Und dann kann man einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, in diesem Monat, sagen wir mal, wir sind jetzt im Monat Juli, im Juli möchte ich dieses Buch lesen. Wie viele Seiten hat das? Man notiert sich das und teilt es dann über Wochen auf. Und dann sagt man, okay, in der ersten Woche möchte ich, sagen wir mal, 30 Seiten, 40 Seiten, 50 Seiten lesen. In der zweiten Woche dann das und so weiter. Und dann kann man sich quasi ein Tagesziel setzen und sagen, okay, heute möchte ich so und so viele Seiten lesen oder so viele Stunden möchte ich damit verbringen. Also man kann eigentlich zu jedem einzelnen Bereich so einen Plan erstellen. Was vielleicht auch häufig gemacht wird, was ich auch selber versuche immer zu machen, ein Plan für die Uni, dass man schaut, okay, wann habe ich meine nächsten Prüfungen? In diesem Monat, okay, wie viele Wochen habe ich da noch, wie viel Zeit habe ich da noch? Dass man quasi versucht, die ganzen Themen da aufzuteilen, sodass man ganz in Ruhe lernen kann und nicht alles auf den letzten Drücker macht, wie, glaube ich, 90% aller Studenten und Schüler machen. Also kurz gesagt kann man die Zeit dafür nutzen, einfach mal in sich zu gehen, zu schauen, was habe ich eigentlich für Ziele, was möchte ich eigentlich alles erreichen und das dann aufteilen auf einen bestimmten Zeitraum, damit man einen wirklich guten Überblick hat und eben Schritt für Schritt alle Ziele erreichen kann. So, machen wir mit dem vorletzten Punkt weiter und zwar Philosophieren. Als ich das gelesen hatte, da dachte ich so, okay, was ist damit gemeint? Ich sag mal so, einfach Zeit für sich selber finden. Dass man in sich geht, wie bei dem letzten Punkt gesagt, einfach schaut, was möchte man eigentlich erreichen, was sind so eigentlich die Ziele, die man hat und dass man einfach sich Gedanken macht, einfach Zeit für sich selber findet. Eigentlich quasi das, was ich auch bei dem letzten Video versucht habe zu machen. Und zwar einfach sich quasi von den Sachen, womit man sehr beschäftigt ist, sich ein bisschen zu trennen, um einfach mehr Zeit für sich selber zu finden. So, und wir machen weiter mit dem letzten Punkt und zwar Familie. Ein Punkt, das in meinen Augen sehr wichtig ist und ich finde, dass es heutzutage wirklich viel mehr vernachlässigt wird oder weniger wertgeschätzt wird. Und zwar die Familie. Dass man also versucht, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie abends vor dem Fernseher mit der Familie sitzt und, keine Ahnung, jeder schaut sich irgendwie eine Serie an oder ist vor dem Handy, sondern dass man gemeinsam auch etwas unternimmt. Dass man vielleicht gemeinsam spazieren geht oder dass man irgendwie gemeinsam ein Spiel spielt oder sogar, dass man einfach im Haushalt hilft. Dass man seine Familie versucht
versucht glücklich zu machen. So, und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, das heutzutage weniger wertgeschätzt wird. Ich glaube, da können eigentlich Leute besser das erklären, die vielleicht sogar ihre Familie schon verloren haben. Und wir sollten, glaube ich, einfach unsere Sachen wertschätzen, die wir schon besitzen. Denn leider ist meistens der Fall, dass man erst Sachen dann wertschätzt, wenn sie nicht mehr da sind. So, dieses Video will ich, wie bei dem letzten Video, auch mit einer Überlieferung beenden. Und zwar: Schätzt den Wert von 5 Dingen, ehe 5 andere Dinge nicht eintreffen. Die Gesundheit vor der Krankheit, die Jugend vor dem Alter, den Reichtum vor der Armut, das Leben vor dem Tod und die Freizeit vor der Beschäftigung. So, das war's dann eigentlich auch mit dem Video. Falls ihr weitere Vorschläge habt, wie man die Zeit besser nutzen kann, könnt ihr sie sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.